Nach holprigem Start, der aber nicht minder erfolgreich für Ubisoft verlaufen ist, erscheint diese Woche der erste DLC-Zusatzinhalt für Anno 117 Pax Romana. Zudem gibt es News zu den Verkaufszahlen und dem weiteren DLC-Fahrplan für 2026. Von daher auf den Abo-Button klicken, denn hier seid ihr immer top informiert und dann legen wir los. Die heutigen Anno-News werden euch von Instant Gaming präsentiert, welche das Römer-Anno für unter 40 € im Angebot haben. Bei Instant Gaming bekommt ihr in der Regel alle Videospiele eine ganze Ecke günstiger als über die Hauptplattformen wie Ubisoft Connect und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich dieses Newsformat. Hear ye, hear ye! Mit dem meisterhaften Mosaik-Pack startet also Anno 117 Pax Romana seinen DLC-Reigen und beginnt das in guter alter Anno 1800-Tradition mit einem sogenannten Cosmetic-DLC. Sprich, DLC 1 ist rein etwas für Schönbauer und beinhaltet somit auch nur kosmetische Ergänzungen. Just to build a plaza that makes Jupiter nod in approval. Your legacy awaits. Build it. Wie der Name schon sagt, dreht sich alles um Mosaiksteine, welche bei den Römern als beliebte Boden- und Wanddekorationen in Villen und öffentlichen Gebäuden genutzt wurden und zum Teil bis heute erhalten sind. So könnt ihr beispielsweise einen Plaza in Latium mit neuen Marmorfliesen planen, aber auch in Albion mit neuen grasbewachsenen Pflasterstraßen für mehr Atmosphäre sorgen. Neben diesen Steinbodenplatten, welche es in 7 Varianten geben wird, könnt ihr mit dem DLC aber auch auf 13 farbenfrohe Varianten zurückgreifen, welche mit lila, rot, braun, grün und gelben Farbtönen zu komplexen oder einfachen Mustern zusammengefügt werden können. Neben viel Bodendeko bietet das Paket aber auch 2 neue Mauervarianten. Zum einen eine Gartenmauer mit dem sogenannten Tor der Helden, also quasi einem Eingangstor, sowie die Opedium-Mauer mit Druwitz-Tor, welche als perfekt für der Herr der Ringe-Fans gemacht sein soll, die das Auenland in Anno 117 nachbauen wollen. Das lasse ich jetzt einfach mal ganz irritiert so stehen. Natürlich dürfen wie immer auch Gebäudeskins nicht fehlen. Daher könnt ihr wahlweise dem Badehaus und dem Forum, jeweils in der Albion- und Latium-Variante, einen neuen Anstrich verpassen und so für mehr Abwechslung sorgen. Das meisterhafte Mosaik-Pack erscheint am Donnerstag, den 19. Februar und kostet dann 7 €. Im Gegensatz zu Anno 1800 Cosmetic DLC enthalten, ist der Preis also leider um 2 € gestiegen. Abseits davon gab es erfreuliche News für Ubisoft selbst. Denn auch wenn man uns eine genaue Zahl schuldig blieb, verkaufte sich laut Ubisoft Finanzbericht Anno 117 zum Start besser als damals Anno 1800, welches ebenfalls sehr erfolgreich war. Daher ist es nur folgerichtig, dass Anno auch trotz Kahlschlag bei Ubisoft eine Zukunft haben wird und zukünftig im Creative House 4 mit unter anderem Prince of Persia und Rayman betreut werden wird. Dieser Kahlschlag und die Folgen für Spiele-Franchises wie die Siedler behandeln wir dann aber am Donnerstag nochmal separat. Neben dem heute besprochenen Cosmetic DLC 1 sind aber schon via Season Pass bzw. Year One Pass 3 größere Erweiterungen für dieses Jahr angekündigt. Genauer gesagt erwartet uns hier im April die Verheißung des Vulkans, welche eine extrem große Insel mit dem namensgebenden Vulkan in Latium ergänzen wird, sowie im August 2026 das Hippodrom und dann zum Abschluss im November die größte Erweiterung mit Erwachen des Deltas. Dieser letztgenannte DLC wird dann Ägypten als weiteren Schauplatz ergänzen und, wie jetzt bekannt wurde, ebenfalls von der deutschen Games-Förderung mit 800.000 € unterstützt. Das ist an sich toll, hat aber natürlich auch ein gewisses Geschmäckle. Denn Anno 117 selbst wurde bereits mit 5,6 Millionen € gefördert und ist damit sowieso schon das mit Abstand am meisten in dieser Form vom deutschen Staat unterstützte Videospiel, wohingegen kleinere Projekte komplett leer ausgehen. Übrigens, gleichzeitig
Mit dem meisterhaften Mosaik-Pack soll dann diesen Donnerstag auch Patch 1.4 erscheinen und erneut sehr groß ausfallen. Zum Redaktionsschluss dieses Videos lag mir aber noch kein Changelog vor. In diesem Sinne, liebe Anoholiker, die Frage an euch: Liebt ihr solche reinen Cosmetic-DLCs oder lasst ihr diese lieber aus und wartet auf die großen Brocken? Lasst uns gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Bis zum nächsten Mal. One who knows beauty and prestige stride side by side. And you, Governor, you dare to sacrifice raw productivity just to build a plaza that makes Jupiter nod in approval. Your legacy awaits. Build it.